Hallo, ich heiße Petra Motz und ich habe in Asche die Rolle von Kommissarin Maria Schweiger gespielt. Und jetzt viel Spaß beim Making-of. Als ich das Drehbuch das erste Mal gelesen habe, war ich sofort in der Geschichte drin. Also es hat mich sehr begeistert. Gehen immer so ein paar Fragezeichen natürlich im Kopf an. Wie kann das Ganze funktionieren? Wie wirkt die Story auch auf den Zuschauer? Welche Rolle übernimmt mein Charakter in dem ganzen Zusammenspiel? Wir haben eine Hauptstory. Wir haben 100 Minuten Film. Eine Hauptstory, die erzählt wird. Und wir haben wieder Rückblenden. Wir haben parallele Storys, die sich entwickeln. Und ich glaube, das hat die Schauspieler doch hier und da ein bisschen vor Herausforderungen gestellt, weil es auch teilweise Rollen gab, die doppelt vorkamen. Das heißt, du musstest viel um die Ecke denken. In einem etablierten Universum, aber über Personen, die nichts mit den bisherigen Geschehnissen zu tun haben. Und das ist für mich das Spannendste. Das heißt, wir verlassen so ein bisschen das, was in den vorherigen Filmen etabliert worden ist, vergessen es aber nicht, sondern erzählen einfach innerhalb dieses Geschichtenuniversums die Charakterreise von jemand ganz anderem. Ich fand die Arbeit mit dem Material tatsächlich sehr gut. Ich hatte auch viel Unterstützung gehabt durch Tobias, dem Regisseur, der mich da auch noch mal viel Input gegeben hat. Ich konnte dann da auch selber mich gut so in die Rolle hineinfinden, habe auch sehr viel das Drehbuch analysiert, selber viel nochmal Recherche betrieben, was überhaupt so was es bedeutet, Polizist zu sein. Das finde ich eigentlich sehr spannend. Also wie geht jemand mit so vielen großen Problemen auf einmal um? Und wie verhält sich auch der Mensch unter so viel Druck? Weil sie hat dann irgendwann auch einen Moment, wo sie wirklich zusammenbricht und auch nicht weiter kann. Das finde ich einen sehr, sehr starken Aspekt. Was eben sehr gut ist, es wird dann auch erklärt, was vorgefallen ist aus Sicht dieser jungen neuen Kommissarin. Und man kann dann eigentlich mitermitteln und ist einfach gespannt, was da jetzt rauskommt. Also ich fand es zwar gut geschrieben und ich habe die Dialoge und so weiter gelesen und konnte dem folgen und dachte, ja, okay, ich verstehe, worum es geht, was der für ein Problem hat oder eben nicht und gegen welche Widerstände der so ankämpfen muss. Was ich glaube, allen sehr geholfen hat, ist, dass wir eine Leseprobe gemacht haben. Also da waren sehr viele der entsprechenden Schauspieler da. Ist ja immer auch spannend zu sehen, nachdem man das Drehbuch das erste Mal gelesen hat, wer denn welche Rolle übernimmt. Also Christoph war für mich eine Offenbarung. So eine Figur, so im Leben stehend, lange in der Position, irgendwie entspannt in dem, was er tut, er kennt sich aus. Und auch der Dialog kam für mich auch so rüber, dass ich da reingehen kann und es hat was Schönes, es hat was Offenes, es hat was Positives. Also die Rolle ist ja irgendwie schon vorgegeben durch seine Arbeit, durch den Beruf, den sie verkörpert. Der Forensiker, das heißt, der Mensch ist schon sehr wissbegierig, weiß sehr viel auch, sehr ehrgeizig, lässt sein Wissen aber auch gerne raushängen. Bisschen selbstverliebt fand ich ihn. Und er ist hat schon etwas schrägen Humor. Die Christine ist in ihrer Rolle eher sehr ruhig und dass ich als Katrin eher sehr energetisch auch bin. Und dass ich da versuchen musste, und das muss ich gestehen, war ein bisschen anstrengend für mich oder schwierig, da kleiner zu werden. Und da gab es dann eine Kampfszene zwischen Caroline und dem Unbekannten, wo uns dann Tobias, der Regisseur, dann nochmal erstmal eingewiesen hat und so ein bisschen die Abläufe, die mussten wir dann auch alle proben. Wir haben dann auch darauf geachtet, dass da irgendwie das alles ohne Blessuren, sag ich jetzt mal, vonstatten geht. Aber als wir dann diese Szene gedreht haben, waren wir dann, ja, wie das dann manchmal dann so ist, im Eifer des Gefechts. Man will das dann auch gut machen, man will dann da auch so richtig in diese Szene einsteigen. Und ja, also danach hatte ich dann noch überall, also
überall, wirklich am ganzen Körper von oben bis unten irgendwie blaue Flecke. Ich hatte dann auch richtig so eine Kopfnuss gekriegt von René. Ich hatte erstmal so Kopfschmerzen dann schon am Set gehabt. Man könnte Mr. Unbekannt auch als Strippenzieher im Film Asche bezeichnen. Denn er arbeitet nicht ganz allein, sondern rekrutiert auch einige Leute, da will ich jetzt nicht zu viel verraten, die für ihn arbeiten. Das wird am Ende des Films erst so richtig deutlich. Und da kann man sehen, welche Macht er eigentlich über die Menschen hat. Dr. Brennan und der Michael, das funktioniert aus meiner Sicht grandios. Dann auch geschichtlich ist es ja so, Brennan ist so eine Art, ein bisschen zu einer Ersatzvaterfigur für den Michael geworden. Hat aber eine Verletzung an seinem linken Bein und hinkt dann halt quasi mehr oder weniger mit seinem Stock. Und da habe ich mir dann tatsächlich was überlegt, was für mich dann auch sehr gut lief, weil ich habe mir dann einen relativ großen Stein in meinen linken Schuh gesetzt, den ich dann auch gespürt habe die ganze Zeit und mich dann ständig daran erinnert hat. Herausforderungen für mich in der Rolle der Victoria Montes waren definitiv die physischen Aspekte. Nämlich, sage ich mal, ein Mann, der vielleicht so zweimal so groß ist, nicht so groß, aber so breit ist wie du, mit den, sage ich mal, sozusagen zu überwältigen. Da bereitet man sich zwar darauf vor, der Überraschungsmoment ist aber immer noch da und man muss sich da erstmal so ein bisschen reinfuchsen. Ja? Und es ist halt nicht so einfach, damit umzugehen, wenn man weiß, gleich passiert irgendwas, wo man sich auch verletzen könnte.